Servus Leute, die Eishockeysaison ist gleich um die Ecke. Zeit ein bisschen an eure Ausrüstung zu denken. Vielleicht braucht ihr neue Ausrüstung, vielleicht überlegt ihr euch auch eine gebrauchte Ausrüstung zu kaufen. Wir hatten die Corona-Krise, haben es immer noch, das Geld ist vielleicht ein bisschen knapp, Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit und man will sich ein bisschen Geld sparen beim Ausrüstungskauf. Und heute vergleiche ich gebrauchte Ausrüstung mit neuer Ausrüstung. Ich habe teilweise ein paar richtig uralte Sachen dabei und ich zeige euch, wo man sich ein bisschen Geld sparen kann beim Kauf einer gebrauchten Ausrüstung und wo man auch lieber was Neues kaufen sollte. Legen wir los. So, fangen wir einfach bei den Kleinkram an. Tiefschutz, kurz Strapse, Halskrause für die Kinder, solche Sachen kann man bedenkenlos gebraucht kaufen. Ich hätte selber lieber gern einen neuen Tiefschutz, aber gebrauchten, solange es keine Knacks drin hat oder so, einfach in die Waschmaschine schmeißen, dann ist es wieder sauber, kann man benutzen, muss man nicht unbedingt neu kaufen. Die sind aber nicht wirklich teuer, wenn man die neu kauft, also da ist es wirklich eure Wahl, was ihr da macht. Dann reden wir über die größeren Schutzausrüstungsteile. Knieschoner, Ellenbogenschoner, Hose und Brustschutz. Da könnt ihr euch definitiv Geld sparen, wenn ihr einen gebrauchten kauft. Die werden auch nicht wirklich kaputt. Wichtig ist darauf zu achten, zum Beispiel beim Kauf eines Knieschoner, dass hier kein Riss drin ist. Mit der Zeit bei den Knieschoner, weniger bei den Ellenbogenschoner, wird der Kunststoff hier ein bisschen weich. Bei jeder Knieschoner gibt es ein bisschen nach. Ich habe die neueren hier vom CCM. Da kann ich sie auch zusammendrücken, aber es ist ein bisschen fester. Darauf müssen wir aufpassen bei den Knieschoner. Und auch natürlich wichtig darauf zu achten, dass wenn man was Gebrauchtes kauft, dass die Verschlüsse alle noch in Ordnung sind, dass der Klett noch ganz gut funktioniert. Hier habe ich eine wirkliche Prachtstück aus dem Jahr 2004. Die habe ich tatsächlich bis 2019 benutzt, also 15 Jahre alt. Da ist überhaupt nichts kaputt hier dran. Hier ein paar kleine Risse im Stoff, aber ansonsten nichts. Seit einem Jahr nutze ich die hier. Die sind definitiv besser, aber dann ist die Frage, ob man sowas vielleicht für 10 Euro gebraucht kaufen kann oder 100 Euro oder mehr dafür ausgeben möchte. Da kann man sich definitiv Geld sparen. Wie gesagt, achte auf die Verschlüsse, dass die alle passen. Man will nicht irgendwie welche gebraucht Ausrüstungsteile kaufen und dann irgendwie zum Schuster oder alles nähen müssen, die Verschlüsse ersetzen. Das ist dann einfach ein bisschen nervig. Ich habe ein paar andere Teile hier, die gebraucht sind, die ich immer noch ganz gut benutzen könnte. Hier diesen Brustschutz, glaube ich, aus dem Jahr 2009. Vom Torspo. Ich glaube, die gibt es sogar nicht mehr. Total gut in Form. Alles noch in Ordnung, Verschlüsse noch in Ordnung. Ich muss es eigentlich nicht ganz anziehen. Passt noch ganz gut. Ich glaube, ich habe das kleine Bauteil, das zusätzliche Bauteil hier vergessen. Es ist ein bisschen schwerer als die hier vom CCM. Der Schutz ein kleines bisschen besser, ist klar. Ist aber dann auch wieder die Frage, wenn man sowas, der total gut im Schuss bekommen kann für ein Zehntel des Preises. Wenn ich kein Profi wäre, würde ich mir einfach den gebrauchten kaufen. Das gleiche gilt für die Hose. Natürlich nicht so gut wie die neue. Das ist hier eigentlich echt cool bei den CCM-Hosen, dass man, wenn die Hose vielleicht ein kleines bisschen zu kurz bzw. oder zu lang ist, kann man hier den Reißverschluss aufmachen. Dann wird die Hose einen Zoll, also 2,5 Zentimeter länger. Was es etwa zu kurz ist, echt cool. Die älteren Modelle haben sowas natürlich nicht. Achte einfach auch darauf bei jedem Ausrüstungsteil, dass der Kunststoff nirgendwo geknackst ist, die Verschlüsse passen und dann kann man eigentlich bei Ellbogenschoner, Knieschoner, Hose und Brustpanzer die auch wirklich bedenkenlos gebraucht kaufen. So, kommen wir jetzt zum Helm. Sehr wichtiger Schutzteil, ist klar. Mir wäre es lieber, wenn ihr euch immer einen neuen Helm kaufen würdet, für ein paar Jahre benutzen würdet. Bei Kindern, die werden irgendwann mal rauswachsen. Die Helme sind verstellbar, aber nur bis zu einem gewissen Grad. Entweder macht man die hier auf an der Seite oder hier hinten auf. Aber mit dem Kopf soll man wirklich nicht spaßen. Man weiß nicht, wie viel ein Helm abbekommen hat. Mit der Zeit wird der Schaumstoff auch ein bisschen hart, schützt nicht mehr ganz so gut und vor allem in den letzten Jahren haben alle Eishockey-Ausrüstungshersteller sich wirklich Gedanken
über ihre Helme gemacht. Lange Zeit ist einfach stehen geblieben, dann kam das Thema Gehirnerschütterung ganz groß auf, die haben sich Gedanken gemacht. Man sieht einfach, wenn man die Helme hier vergleicht von einem neueren Modell, wie es innen drin ausschaut. Hier definitiv mehr Gedanken drin als hier, aber das Helm hier ist über 10 Jahre alt. Noch dazu hat jedes Helm tatsächlich einen Ablaufdatum hinten, wo die Hersteller sagen, es ist vielleicht nicht so sicher, den mehr anzuziehen, weil der Plastik vielleicht ein bisschen brüchig geworden ist oder was auch immer. Ich finde es tatsächlich gut. Wenn man wirklich das Geld nicht hat, um ein neues Helm zu kaufen, dann kauft euch bitte keinen Helm, der älter ist als ein paar Jahren. Man weiß nicht, was es abbekommen hat. Und zudem, diese älteren Helme sind einfach nicht so gut gebaut wie die neueren. Also wenn gebraucht, dann maximal ein paar Jahre alt und überprüft, dass der Schaumstoff noch schön weich ist und gut schützt und dass auf jeden Fall der Plastikschale nirgendwo irgendwelche Macken hat. So, jetzt kommen wir zu den Handschuhen, aber da ich meine Handschuhe zu Hause leider vergessen habe, machen wir hier beim Sweep Hockey eine kurze Pause und gehen zu mir nach Hause. So, jetzt habe ich meine Handschuhe gefunden und hier auf der Innenseite sieht man ein Loch, der leider immer größer wird und dann auch da am Zeigefinger ist auch ein kleines Loch. Solche Handschuhe würde ich jetzt nicht mehr gebraucht kaufen, ich würde sie euch auch nicht verkaufen, weil die Löcher werden einfach immer größer. Man kann sie zwar pflücken lassen, wenn man einen guten Schuster kennt, aber dann kommt das nächste Loch, kommt das nächste Loch. Es wird einfach nur nervig. Hier entsteht auch ein kleines Loch nach und nach. Also wenn man gebrauchte Handschuhe kauft, dann wirklich darauf achten, dass das Leder richtig super in Schuss ist. Ansonsten würde ich eigentlich fast immer einfach eine neue Paar Handschuhe kaufen. Kommen wir jetzt zu den allerwichtigsten Ausrüstungsteil unserer Skates. Das ist hier das absolute Topmodell aus dem Jahr 2013, wenn ich mich nicht täusche. Und das ist die 4. Modell aus den aktuellen CCM Jetspeed-Reihe, die 460er. Und obwohl das nur der 4. Modell ist und das das damalige Topmodell ist, ist das hier der deutlich bessere Schlittschuh aus meiner Sicht. Von der Härte her ist es sogar diesen versteift. Das ist tatsächlich, hat mehr Härte, hat mehr Unterstützung. Es ist einfach leichter, schöner, passt sich besser dem Fuß an. Ich bin nicht ein Fan von gebrauchten Schlittschuhen, vor allem als Erwachsene. Wenn man nicht mehr wächst, würde ich auf jeden Fall einen neuen Paar Schlittschuhe kaufen, die perfekt zu euch passt. Es muss nicht das Topmodell sein. Als Hobbyspieler würde ich sogar das nicht empfehlen. Der Topmodell ist wahrscheinlich sogar zu hart für den meisten Schlittschuhläufer. Aber man kann wirklich ein Modell auswählen für zwischen 200 und 300 Euro, der richtig schön zu euch passt. Und ihr werdet damit für mehrere Jahre, 2 bis 3 Saisons auf jeden Fall Spaß damit haben. Alle Schlittschuhe oder fast alle Schlittschuhe sind thermoverformbar. Auch die etwas älteren Modelle, wie die hier sind auch thermoverformbar. Allerdings, wenn jemand anderes seinen Fuß drin hatte für ein paar Jahren, würde es sich nie so gut deinem Fuß anpassen als einem neuen Paar Skates. Und die Technologie vom Schlittschuh ist in den letzten Jahren einfach so viel besser geworden, dass wirklich die 4. und 5. Modelle von heutzutage sind deutlich besser als die Top-Modelle von vor 5 Jahren. Bei Kindern ist es ein bisschen anders, weil ich verstehe, dass Kinder sehr schnell wachsen und jedes Jahr ein Paar Schlittschuhe zu kaufen kann eine teure Angelegenheit sein. Dennoch kann man gute Kinderskates für um die 100 Euro kaufen und ich würde trotzdem neue Schlittschuhe für Kinder empfehlen. Ich denke wirklich die perfekte Schlittschuh für deinem Kind. Er oder sie wird viel mehr Spaß auf dem Eis haben. Wenn es nicht geht, wenn es gebraucht sein muss, 2 Sachen sollte man auf jeden Fall beachten. Bei etwas weicheren Modellen oder nicht so guten Modellen entsteht hier oft ein Knacks drin oder ein Riss, eine Spalte. Bei denen hier nicht, weil die richtig hart sind, aber bei weicheren Modellen entsteht hier ein Spalt, dann ist der Schlittschuh wirklich im Eimer. Der Fuß bricht dann nach außen, weil der Halt im Knöchel nicht mehr gewährleistet ist. Also kauft euch bitte keinen Gebrauchen mit einem Knacks hier drin. Und noch dazu, bitte schaut auf die Kufe drauf, dass noch genügend Kufe auf den gebrauchten Schlittschuh ist. Da ist nichts Schlimmes. Es macht gar keinen Sinn, ein gebrauchtes Modell zu kaufen und dann aber
neue Kufen dafür zu kaufen müssen. Wenn die Kufe hier total abgerundet ist und auch hier vorne und nicht mehr Eisen hier dran ist, irgendwann wird es so sein, dass wenn man einen Bogen fährt, dass man den Schuh auf dem Eis hält, weil der Kufe nicht mehr so hoch genug ist. Und noch dazu, der Profil mit mehr und mehr Schleifen ändert sich. Irgendwann ist die Kufe komplett rund. Man hat nur ganz wenig Fläche, die auf dem Eis ist. Da ist für die Beweglichkeit vielleicht gar nicht so schlecht, für die Geschwindigkeit auch ganz schlecht. Der Kufe soll einen nicht allzu sehr abgerundetes Profil haben mit viel Schleifen. Oft passiert so, hier komplett rund, da komplett rund, nichts mehr da. Also achtet bitte auf die Kufe, wenn ihr gebrauchte Schlittschuhe kauft, dass genügend Kufe noch überhaupt übrig ist. So, das war's zum Thema Ausrüstung, gebraucht gegen neu bei Marcel's Hockey School. Ich hoffe, dass ich euch dabei ein bisschen helfen könnte und dass ihr jetzt wisst, wo ihr euer Geld sparen könnte beim Kauf einer guten gebrauchten Ausrüstung, nämlich bei den Kleinkram, beim Knieschoner, Ellenbogenschoner, Hose und Brustpanzer, und wo ihr eher neuere Ausrüstung kaufen sollt und euer Geld da ganz gut anlegen sollt beim Schlittschuhkauf, beim Kauf einen sicheren Helm und beim Kauf ein paar Handschuhe, die hoffentlich keine Löcher drin haben. Wenn das Video euch gefallen hat, vergesst nicht auf Like oder Abonnieren zu klicken. Ich wünsche euch einen richtig tollen Start in die neue Eishockey-Saison. Ich hoffe, dass ihr alle bald wieder aufs Eis gehen könnt. Viel Spaß beim Üben und bis zum nächsten Mal bei Marcel's Hockey School.